Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spulenanlage. In diesem Video kümmere ich mich um mein kleines Bahnhofsgebäude mit dem ganzen Drumherum und dem Bahnsteig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Heute starte ich wie angekündigt mit meinem Bahnhof. Das Gebäude soll jetzt hier hin, also es ist ein Stück weiter nach links gekommen, wenn man vor der Anlage steht. Dann kann ich hier hinten noch so ein bisschen den Weg zu den Toiletten mitgestalten. Hier habe ich noch so ein Trafohäuschen. Da weiß ich noch nicht so recht, ob ich das da hin mache oder nicht. Eigentlich soll hier ja dann auch im weiteren Verlauf der Gasthof hin. Da muss ich jetzt einfach mal schauen. Wahrscheinlich macht es da keinen Sinn. Genau, jetzt starte ich mal. Jetzt klebe ich als erstes das kleine Häuschen fest und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann nehme ich wieder einen ganz gewöhnlichen Holzkleber. Und dann muss ich schauen, dass ich das Kabel ordentlich durchfädel. So, und dann lasse ich es trocknen. Das kleine Wartehäuschen konnte jetzt schön hintrocknen. Jetzt beginne ich erstmal mit der Bahnsteigfarbe. Dafür habe ich wieder meine Mischung, die ich auch schon mal beim Bahnsteig verwendet habe. Und jetzt starte ich einfach mal. So, und dann verteile ich das Ganze schön gleichmäßig, indem ich tupfe. Und dann habe ich hier noch meine Erde. Gut, dann wieder Alkohol. Wo fange ich denn da an? Da hinten fange ich an. Und dann Leim-Wasser-Mischung. So, und dann lasse ich es trocknen. Das konnte jetzt wieder schön trocknen. So schaut es jetzt zwischenzeitlich aus. Und jetzt mache ich hier gleich als nächstes die Drängelgitter hin und eine Lampe. Und zwar habe ich hier so eine. Und ich dachte ursprünglich, dass ich die hier hin mache. Und dann habe ich es aber hier hingehalten und ich finde es hier eigentlich viel cooler, auch wenn sie mir dann vielleicht beim Entkuppeln immer mal im Weg umgeht und ich die abreiße. Aber das ist ja eine mit Stecksockel, die kann ich dann problemlos austauschen. Und jetzt mache ich die hier hin. Da bohre ich jetzt erstmal ein Loch. Dann habe ich das Gewinde reingeschraubt. Jetzt schauen wir mal, ob das passt. Ob das schön gerade ist auch. Ja. So, als nächstes löte ich wieder meine Drängelgitter. Und ich muss sagen, die Tipps von euch, die sind schon echt gut. Ich werde viel weniger ausfällig, aber so richtig meine Leidenschaft ist es trotzdem nicht. Und wird es wohl auch nicht mehr. Meine Spitze funktioniert irgendwie auch nicht richtig. Das macht das Ganze auch nicht leichter. Aber gut, ich quäle mich so durch. So, ich muss immer recht viel feilen. Jetzt habe ich die Drängelgitter fertig gelötet und habe sie schon auf einen Block Styrodur gepackt, dass da nichts mehr passiert. Jetzt werde ich sie als nächstes grundieren mit einem Primer und dann lackieren. Ja, so richtig warm werde ich mit dem ganzen Messinggelöte nicht. Wenn ich mir überlege, dass da andere ganze Turmmasten oder Rohrausleger löten, da ziehe ich meinen Hut, meinen imaginären. Genau, und jetzt geht's weiter. Die Lampe steht. Jetzt habe ich hier meine Drängelgitter. Und jetzt markiere ich hier die Stelle, wo sie hin sollen. So, und hier kommen die dann hin. Ein bisschen weiter raus. So ungefähr. Die mache ich jetzt alle drei. Dann mache ich hier weiter. Hier mache ich jetzt auch wieder so ein bisschen Laub hin. Aber vorher zeige ich euch noch was. Und zwar war für mich schon von Anfang an klar, dass hier eine sogenannte Krüppelkiefer hin muss. Und da habe ich jetzt schon ein Loch gebohrt. Und da kommt die rein. Und dann wird die so stehen. Und jetzt muss ich den Untergrund so ein bisschen vorbereiten. Ich habe aber auf Fotos gesehen, dass da relativ weit drunter wächst, weil die ja recht licht ist. Und genau, das mache ich jetzt alles, dass ich hier quasi den Untergrund vorbereite und begrase wieder das Übliche. Dann schnappe ich mir Laub und verteile das hier so ein bisschen. Da kommt dann Begrasung drüber wieder.
So, das habe ich jetzt im Prinzip wieder so gemacht wie in meinem letzten Video. Dann wieder Alkohol. Leim-Wasser-Mischung. So, und dann trocknen lassen. Das konnte jetzt wieder alles schön trocknen. Schaut jetzt recht farbenfroh aus, aber da sieht man dann am Ende wahrscheinlich eh wieder nicht mehr viel von. Jetzt mache ich als nächstes hier so ein bisschen die Alterung von dem Bahnhofsvorplatz. Das ist jetzt der nächste Schritt. Als nächstes mache ich wieder mit meinen Washes die Kanten hier so ein bisschen, fahre ich die ab. Da fange ich mit einem dunkelbraunen an. Erstmal nehme ich hier klares Wasser, dass das ein bisschen vorgelöst ist. Und dann wird hier schön gewascht. So, dann habe ich hier dunkelbraun. Das Wash hier konnte wieder trocknen, also auch auf der anderen Fläche natürlich. Und jetzt mache ich hier wieder, wo mein Waldboden ist, mache ich wieder genauso wie drüben in meinem Wald. Dazu mache ich jetzt erstmal schöne Tupfer und dann fange ich da an mit einem mit einer dunklen Strohfarbe oder getrocknetes Gras oder wie man es nennen möchte. So. Und dann kommt wieder der Begraser zum Einsatz. Nachdem ich das abgesaugt habe, schaut so aus. Jetzt, wenn ich hier die Kiefer reinstecke, dann sieht man schon, dass es eigentlich soweit ganz cool ausschaut. Ich würde jetzt unter der Kiefer auch gar nicht mehr machen. Vielleicht so punktuell noch ein bisschen frisches Gras und hier natürlich außenrum. Hier kommen Büsche hin und Sträucher und dann hier wahrscheinlich noch so 1, 2 Tannen höhere, beziehungsweise Fichten rechts und links und hier hinter das Dingenshäuschen auch. Jetzt fange ich hier als nächstes mit dem frischen Gras an und genau, das sind jetzt die nächsten Schritte. Als erstes nehme ich wieder Wampiklu und dann wird getupft. Und dann starte ich wieder mit dem Begrasen. Und dann noch hellgrün. Und dann wieder dunkelgrün. Bisschen Frische. Jetzt habe ich die letzte Schicht Gras aufgebracht und schon alles abgesaugt. So schaut es jetzt mal aus. Hier habe ich noch einen kleinen Abkürzerpfad hingebastelt, quasi, weil es immer ein paar Leute gibt, die abkürzen. Und genau, das ist jetzt der Zwischenstand. Jetzt pflanze ich als nächstes die Kiefer. Hier habe ich meine Kiefer, die ist von Gatra. Ich blende es mal unten ein. Und die wird jetzt schön reingesteckt und dann festgeschraubt. Jetzt habe ich die Kiefer festgeschraubt und euch in die Kieferkern gepackt. Und jetzt mache ich hier unten noch leicht Erde um den Baumstamm rum mit einem Eisstiel, dass ich so ein bisschen die Lücken abdecke, die zwangsweise entstehen. Das wird jetzt schwierig mit dem Alkohol. Und dann schön Leimwasser mischen. Die Kiefer ist jetzt getrocknet. Jetzt setze ich hier hinten wieder ein bisschen Bäume hin. Jetzt muss ich jetzt erstmal bohren. Und dann schauen, wo die hinkommen. Und so schaut das Ganze dann von vorne mal ohne Hintergrund aus. Jetzt sauge ich mal die Löcher ab und klebe die Bäume rein. Die Bäume habe ich jetzt schon hingeklebt und genau, jetzt fange ich hier einfach an, so ein bisschen alles zu dekorieren und anzupassen an die Umgebung wieder, so wie üblich. Oh je. Jetzt habe ich wieder Gestrüpp und Büsche und Blümchen und so ein bisschen eine Fahrauskunftstafel habe ich hingemacht, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, so ein Fahrplan-Dingens. Dann hier hinten am Eck habe ich einen Hydranten. So schaut es aus, wenn man hier rumgeht. Da sieht man dann sowieso nur begrenzt rein. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Und jetzt geht es weiter mit der Beleuchtung vom Bahnsteig. Bei den Bahnsteigleuchten habe ich mich für solche entschieden.
Und eigentlich wäre es so, glaube ich, ich habe im Internet gelesen, dass so 25 bis 30 Meter Abstand wäre. Das wären eigentlich 56 Zentimeter, wenn ich alles richtig recherchiert habe. Ich habe mich aber dafür entschieden, dass mir das zu weit auseinander ist, weil ich habe 4 Stück. Und jetzt habe ich hier schon markiert. Da habe ich markiert. Und genau, ich habe jetzt 35 Zentimeter, da gehen die 4 Stück genau schön hin. Und das werde ich jetzt als nächstes machen. Jetzt bohre ich mal Löcher. So stelle ich mir das ungefähr vor. So, um die Masten untenrum mache ich jetzt noch, fülle ich das noch auf, weil das Styrodur immer so ein bisschen ausfranst beim Bohren. Mache ich die Lücke so ein bisschen zu und dann verklebe ich das gleich mit Wasser-Leim-Mischung. Dann tupfe ich das noch ein bisschen, dann Alkohol und dann wieder Leim-Wasser-Mischung. Jetzt habe ich das Modul wieder aufgebockt und werde hier unten die ganzen Lampen und ja, das Gebäude, also das kleine Wartehäuschen, werde ich an Strom anschließen. Das erspare ich euch aber jetzt, wie ich löte. Ich zeige euch dann einfach das Endergebnis. So schaut die Platine vorher aus und so, wenn die Kabel angeschlossen sind. Dann habe ich hier noch so 1, 2 Sachen, die ich bauen möchte. Hier habe ich noch so Bänke. Da weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das mache. Die habe ich schon mal gebaut. Aber ich weiß nicht, ob das nicht eher was für geschlossene Bahnhofshallen ist. Da werde ich mir das überlegen, ob ich die hernehme oder nicht. Auf jeden Fall, jetzt baue ich die mal zusammen. So, dann habe ich mal die ganzen Basisteile zusammengebaut. Starten wir jetzt hier. Dann mache ich noch ein bisschen den Leim weg und dann lasse ich sie trocknen. Jetzt habe ich hier noch 2 so Fahrplan-Auskunftstafeln, beziehungsweise 4. Da werde ich 2 in braun und 2 in grau machen. Die grauen mache ich dann auf meine andere Seite rüber. Und ja gut, das ist jetzt kein Hexenwerk, die zusammenzubauen. Aber es ist ein weiteres Detail quasi für den Bahnsteig. Die einzelnen Teile habe ich jetzt auf meinen Lackierbrettel gespannt. Und jetzt zum Lackieren benutze ich eigentlich für so braune Sachen, die ich lackieren möchte, immer bloß meinen matten braunen Sprühlack. Das funktioniert recht gut, gerade bei Lasercut-Sachen funktioniert der hervorragend. Genau, das mache ich jetzt als nächstes, dafür gehe ich aber jetzt vor die Tür. Die Lampen habe ich jetzt angeschlossen und die Segmente soweit ausgerichtet. So schaut es jetzt aus. Es funktioniert alles. Jetzt machen wir gleich mal das Licht aus. Das müssen wir auf jeden Fall noch testen, ob das auch im Dunkeln funktioniert. Die Bänke ist halt jetzt ein bisschen, scheiße, weil ich halt jetzt quasi die nicht in die Mitte setzen kann. Weil da der Segmentübergang ist, die muss ich hier so leicht versetzt machen. Aber da habe ich mir überlegt, dann mache ich hier dann einfach die Tafel hin, dann geht sich das wieder raus. Genau, jetzt muss ich aber vorher noch so ein bisschen hier so ein bisschen grün machen. Hier muss ich noch mal ein bisschen ausbessern. Aber jetzt testen wir als erstes mal, wie es ist, wenn das Licht aus ist. Genau. Und so schaut das Ganze dann im Dunkeln aus. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera einigermaßen. Aber das ist jetzt quasi die Nachtansicht. Jetzt habe ich hier am Ende noch so ein Geländer hingemacht. Hier muss ich jetzt noch so ein bisschen Unkraut und Grünzeug machen. Das mache ich aber im Zuge dessen, wenn ich das hier gestalte. Genau, ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Dekorationsmaterialien. Ich habe halt jetzt diese 3 Bänke installiert. Hier diese Fahrplanauskunft. Es sind insgesamt 4 neue Figuren dazu gekommen. Somit habe ich jetzt 59 Anlagenbewohner. Hier ein kleiner Mülleimer. Und hier hinten, das habe ich euch ja schon gezeigt, die Krüppelkiefer. Die Streukiste habe ich hier jetzt festgeklebt, die macht sich da ganz gut. Und jetzt muss man sich vorstellen, hier kommt dann ein Biergarten hin. Ich stelle mir das so vor wie auf der Wiesn quasi, so ein erhobener, wie so eine Terrasse. Und hier kommt dann ein Gasthaus hin. Und hier geht dann der Weg hinter zum Wasserfall. Genau, so schaut es jetzt aus. Und ich mag ja diese Perspektive hier so. Mir gefällt voll, wie der Bahnhof in der Kurve liegt. Das schaut ganz cool aus.
Das gefällt mir sehr gut. Gut, das soll es jetzt von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.